31 Runden Sebring, 48,5 Liter Fuel Limit. Und in Runde 14, kurz vor dem ersten Boxenstopp, sehe ich am Spritrechner, das geht sich nicht aus. GTE Sprintserie in der Corvette C8R. Das SOF liegt bei über 3100 I-Rating. Das ist ein starkes Feld und ich starte auf P7. Start. Kurve 1. 4 wide. 4 Autos nebeneinander. Viele gehen volles Risiko. Und ich will einfach innen bleiben, um nicht rausgedrückt zu werden und dass keiner auf die blöde Idee kommt, reinzustechen. Neben mir der Ferrari von Tuskin. Er zuckt mehrmals rüber, um mich psychologisch zu blockieren. Rechts von uns lenkt die andere Corvette schon früher ein als der Ferrari. Sein Heck trifft die Front des Ferraris, ihn dreht es dadurch weg und damit schlägt er in die Wand ein. Damit ist sein Rennen leider vorbei. Durch die leichte Berührung richte ich den Ferrari irgendwie gerade, aber ich komme aus der Kurve auf P4. Hinter mir kracht es dann noch weiter. Aber das alles betrifft mich nicht mehr. Gargarino David hängt mir auf den Fersen. Ich lifte in die Kurven und versuche einfach nur meine Reifen zu managen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich wirklich noch nicht, was auf mich zukommt. Fratini verliert leider die Verbindung, ich dann mit meinen Windschatten, aber ich bin auf Position 3. Runde 14, kurz vor dem Boxenstopp. Ich schaue auf den Spritrechner und komme ins Nachdenken. Ich schaue, was ich nachtanken muss und denke mir nur Scheiße. Ich müsste laut Rechner mehr nachtanken, als überhaupt erlaubt ist mit den 48,5. Das heißt, ich muss jetzt in diesem halben Stint noch eine ganze Runde raussparen. Das kostet massiv Zeit. Zu dem Zeitpunkt war ich noch mit ca. 3,12 Liter pro Runde Verbrauch unterwegs. Aber ich muss irgendwo zwischen 2,95 und 3,05 Liter hin. Sonst muss ich nochmal an die Box und das kostet richtig viel Zeit. Also früher vom Gas, mehr liften und später und sanfter auf die Bremse. Das habe ich zwar jetzt nicht geübt, aber ich muss mich anpassen. Ohne Übung bin ich jetzt jede Runde eine Sekunde langsamer. Tuskin pusht und pusht hinter mir. Er holt richtig auf, aber dann kommt der Boxenstopp. Und Tuskin war davor 1,8 Sekunden hinter mir und nach dem Boxenstopp 3 Sekunden hinter mir. Das heißt, ich musste schon mal weniger nachtanken, was wiederum heißt, dass ich besser Sprit gespart habe. Also vollgedankt komme ich aus der Box und jetzt geht's richtig ans bewusste Sparen. Ja, und Tuskin pusht und pusht. Er ist hinter mir und er will wirklich aufholen. In dem Moment war ich mir schon ziemlich sicher, dass der nicht auf den Sprit geachtet hat. Er holt zwar konstant auf, aber ich sehe im Delta immer wieder kleine Fehler, wo ich dann wieder 4 Zehntel gut gemacht habe. Das heißt, seine Reifen sind sicher schon sehr, sehr heiß. Und dann das Pech, ein Überrundeter vor mir hält mich leicht auf, ich verliere Zeit und Tuskin kommt in meinen Windschatten. Und ganz kurz habe ich mich gefragt, ob er auch mit dem Windschatten zurechtkommt und dann passiert es. Er verliert den Ferrari in der schnellen rechts vor Le Mans auf der Bremse. 8 Sekunden Abstand sehe ich im Delta. Jetzt habe ich endlich ein bisschen Luft und kann mich ein bisschen entspannen. Aber Tuskin pusht weiter, er holt noch weiter auf. Bis zu einem Delta von 5,6 Sekunden. Und dann merkt er anscheinend, sein Sprit reicht nicht. Wir sind wirklich auf der letzten Runde auf der Gegengerade. Und Tuskin rollt aus. Reis im Porsche zieht vorbei und holt sich damit P4 von Tuskin. Also ich spare effizient Sprit und er verliert dann sogar noch seine Position. Spritsparen hat in meinem Fall jetzt Rundenzeit gekostet. Aber es ist immer noch weniger Rundenzeit, als wenn du jetzt ausrollst oder nochmal in die Box musst, weil es sich nicht ausgeht. Wenn du es von Anfang an geschickt machst, dann muss es gar nicht so viel Rundenzeit kosten. Ja, wie schaut es bei dir aus? Ist dir das auch schon mal passiert? Also ist dir sogar schon mal der Sprit ausgegangen? Wenn du solche Videos magst, dann weißt du ja, wo die Buttons sind.